Ein kleiner Welpe folgte dem Mann nach. Er nahm ihn auf. Doch nach einigen Monaten stellte sich heraus, dass es gar kein Hund war. Ein kleiner, heimatloser Welpe verfolgte einen fremden Mann auf der Straße, und dieser beschloss, ihn mit nach Hause zu nehmen. Doch der neue, frisch gebackene Besitzer ahnte nicht, dass er keinen Hund aufgenommen hatte. Diese ungewöhnliche Geschichte aus seinem Leben erzählte ein Mann namens Stanley Gordon in einem Tierforum, und sie verblüffte seine Leser. Es war ein gewöhnlicher Samstagabend, und Stanley kam vom Einkaufen nach Hause. Als er am Park vorbeiging, folgte ihm ein kleiner Welpe. Der Mann bemerkte ihn sofort. Der Welpe rannte und versuchte, den Inhalt der Tüte von Stanley zu beschnuppern. Stanley erkannte, dass der kleine Kerl hungrig war und hielt an, um ihn zu füttern. Stanley holte ein paar Speckscheiben heraus, die er im Laden gekauft hatte, und fütterte den kleinen Verfolger. Der Welpe genoss die Leckerbissen sehr, aber es war ihm wahrscheinlich nicht genug. Daher setzte der kleine Kerl seinen Weg hinter dem Fremden fort. Der Welpe folgte Stanley auf Schritt und Tritt. Der Mann hielt sogar noch einmal an, um den Welpen zu füttern, aber er folgte ihm trotzdem. Daraufhin beschloss Stanley, den heimatlosen Welpen aufzunehmen, da er sich gerade ihn ausgesucht hatte. Außerdem konnte der Mann den kleinen Kerl nicht einfach beiseite schieben und ihn zurücklassen. Er wusste, welchen Bedingungen ein heimatloser Hund auf der Straße ausgesetzt ist. Der kleine Kerl war süß, und während der Mann nach Hause ging, hatte er das Gefühl, sich mit ihm angefreundet zu haben. Stanley öffnete freundlich das Gartentor seines Hauses und ließ Richie herein, wie er den Welpen später nannte. Richie rannte fröhlich auf die Wiese, setzte sich neben die Haustür und begann, mit dem Schwanz zu wedeln. So hatte der Mann ein Haustier, das sich seinen Besitzer selbst ausgesucht hatte. Es vergingen ein paar Monate, seit Richie bei Stanley lebte. Anfangs war alles in Ordnung. Der Welpe war wie alle anderen, spielte mit Spielzeug, rannte stundenlang herum und zeigte Interesse an seiner Umgebung. Doch als Richie etwa ein halbes Jahr alt war, wurde er überaktiv. Auf Spaziergängen war er nicht an der Leine zu halten, er zeigte gegenüber anderen Hunden untypische Aggression, weigerte sich, Futter zu essen. Dieses Verhalten machte Stanley langsam Sorgen, und er brachte Richie zum Tierarzt. Dort stellte sich schließlich alles heraus. Als der Tierarzt Richie sah, wurde er bleich und führte Stanley eilig aus dem Behandlungszimmer. Dort sagte er, dass der Mann keinen Straßenhund, sondern einen echten, wilden Wolf aufgenommen hatte. Genau deshalb verhielt sich das Tier so. Alles deutete darauf hin, dass seine wilden Instinkte erwachten. Stanley war von dieser Nachricht geschockt. Konnte er einen Welpen wirklich mit einem Wolfsjungen verwechseln? Doch der Tierarzt sagte, dass kleine Wolfsjungen genauso aussehen wie Welpen. Sie sehen fast gleich aus, vor allem im Vergleich zu Haushunden. Schließlich sind Wölfe die Vorfahren von Hunden. Als Richie bei Stanley lebte, hatte er sich so an ihn gewöhnt, dass er keine Auffälligkeiten in der Erscheinung seines Haustiers bemerkte. Leider konnte man einen wilden Wolf nicht zu Hause behalten. Richie musste in freier Wildbahn leben, in seiner natürlichen Umgebung. Außerdem war es gefährlich, mit einem Wildtier als Nachbarn zu leben. Stanley war traurig, sich von Richie zu verabschieden, aber er wurde von dem Gedanken getröstet, dass er einem einsamen und verlorenen Tier zum Überleben verholfen hatte. Jetzt konnte er selbstständig in einem Reservat mit anderen Wölfen leben, wohin er auch gebracht wurde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.